Hi, ich bin Toni von Originalräder und heute geht es bei uns um Räderwechsel, denn es ist wieder soweit. In dem Falle wollen wir Stefans Räder wechseln und zwar von Winter auf Sommer. Und wir wollen euch ein bisschen erklären, auf was ihr achten müsst, euch ein paar Informationen geben und ein paar Tipps an die Hand geben. Ja, was braucht ihr eigentlich dafür? Wir haben euch mal so ein bisschen hier präsentiert, was ihr dafür braucht. Also zunächst, wir nehmen hier einen hydraulischen Wagenheber. Ne? Den gibt es für 30, 40 Euro, kann man mittlerweile schon echt gute Wagenheber kaufen. Man kann natürlich auch den handelsüblichen nehmen, der mit dabei ist bei der Auslieferung des Fahrzeuges. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel kein Notrad habt, sondern nur Reifenfüllsystem, dann ist er nicht mit bei. Das bedeutet natürlich auch, dass man den definitiv braucht. Dann haben wir so einen schönen Profiltiefenmesser, um zu prüfen, dazu kommen wir später auch, ob die Profiltiefe noch stimmt. Allerdings könnt ihr natürlich auch, ist vielleicht auch schon bekannt, 2 oder 1 Euro Stück nehmen. Dann haben wir eine Drahtbürste. Wofür wir die nachher brauchen, erklären wir euch, wenn es soweit ist. Dann einen Drehmomentenschlüssel, um das Ganze nachher entsprechend der Vorgaben festzuziehen. Zum Lösen und zum Andrehen der Radschrauben ein Radkreuz und ein Behältnis. Hier ist es ein Sack für die Radschrauben. Und wenn ihr euch die Hände nicht schmutzig machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch Handschuhe benutzen. So, bevor wir loslegen, machen wir auf jeden Fall bei allen 4 Rädern nochmal eine Sichtprüfung. Ne? Zum einen können wir natürlich die Profiltiefe messen, ob das soweit noch gegeben ist. In dem Fall haben wir hier noch sehr gute 6,5 mm. Ne? Die gesetzliche Profiltiefe liegt bei 1,6 mm. Bedeutet aber auch nicht in allen Fällen, dass man sagt, man hat noch 6 mm, also kann ich definitiv den Reifen oder das Rad noch fahren. Nachdem ihr die Profiltiefe gemessen habt, ihr könnt natürlich auch dieses 2 Euro Stück nehmen, was ich vorhin angesprochen habe. Wo ist es überhaupt? Ach, in der Tasche. Da hat man ja hier diesen Ring und dieser Ring ist ungefähr die Verschleißgrenze. Ne? Also hier, wenn man das nachher sieht, ist auf jeden Fall noch genügend Platz. Und der steht auch deutlich drüber, über diesen Außenring. Neben der Profiltiefe ist natürlich zu schauen, ob der Reifen generell Verschleißanzeichen hat, wie zum Beispiel Porosität oder ähnliches. Hat er irgendwo eine Beule, der Reifen, innen oder außen? Ne? Das sieht man ganz gut, natürlich am besten, macht man das Ganze, wenn das Rad noch ab ist. Zu prüfen ist natürlich auch, wie alt ist der Reifen? Ja, man sagt so ungefähr ab 6 Jahren soll man wechseln bzw. auf jeden Fall genauer hinschauen. In dem Falle haben wir hier eine DOT, ne? Das ist die Information zum Reifenalter, mit 44,15. Das bedeutet, der Reifen wurde in der 44. Woche 2015 produziert. Ja, wenn das soweit alles okay ist, dann geht es ans Ab- und wieder ans Anbauen. Achtet, bevor ihr das Rad anbaut, bitte auch darauf, ob der Reifen laufrichtungsgebunden ist. In dem Fall ist er nicht laufrichtungsgebunden, das sieht man ganz gut am Profil. Sonst hat man so ein schönes V-Profil. Und das Ganze wird angezeigt an der Außenseite des Reifens. Hier haben wir jetzt Outside dran stehen und wir haben jetzt keine Informationen über eine Laufrichtung. In der Regel findet man einen Pfeil und dann steht meistens noch in Kombination mit dem Wort Rotation, mit dem Englischen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, damit das Wasser natürlich in die richtige Richtung geleitet wird, wenn es mal regnet. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Radwechsel. Ich habe gesagt, vielleicht nutzt ihr Handschuhe, damit ihr euch die Hände nicht dreckig macht. Ich mache es ganz einfach. Ich habe mir Steven dazu geholt. Der wird das Ganze wechseln. Und ja, ganz, ganz wichtig. Achtet bitte darauf, dass ihr natürlich einen festen Untergrund habt, damit das Ganze auch fest steht, dass es schön fixiert ist, dass die Handbremse angezogen ist und dass der Gang drin ist. In dem Falle, wenn es Automatik ist, dann, dass ihr einfach auf P, also auf Parkposition seid. Let's go, Steven. Steven hat vorher natürlich im Handbuch geguckt, wo er das Ganze ansetzen muss. Ne? Es steht in jedem Handbuch mit drin, wo du gegebenenfalls den Wagenheber ansetzen kannst oder ansetzen musst. Und dann kannst du das mit dem Wagenheber so weit erstmal hochpumpen, dass es ganz leicht, dass du merkst, alles klar, es wird angehoben. Dann nutzen wir nämlich jetzt das Radkreuz, um das Ganze erstmal anzulösen. Hier geht es wirklich um Anlösen, nicht komplett rausdrehen. Ganz, ganz wichtig. Anlösen bedeutet in dem Fall so ungefähr 1/8 Umdrehung, damit die Radbolzen erstmal soweit lose sind.
Ihr könnt euch gleich zur Sicherheit, wenn wir das hochpumpen, auch zur Sicherheit gerne noch einen stabilen Bock unterstellen, zur Sicherheit. Wir haben jetzt hier unseren Werkstattwagenheber, der natürlich sicherheitstechnisch sehr hochwertig ist. So, Steven pumpt das jetzt so weit hoch, dass das ganze Rad frei ist und löst jetzt die Radbülzen raus, damit er das Rad abnehmen kann. Steven hat dabei seine eigenwillige Fußtechnik. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht auf dem Hintern sitzen wollt, dann könnt ihr natürlich auch einfach die Hand nehmen, Mitte auf den Felgendeckel drücken und das Ganze halten, wenn ihr nachher den letzten Bolzen rausschraubt. Ganz wichtig zu beachten natürlich, wenn ihr ein Fahrzeug mit Luftfederung habt, schaut bitte, ob ihr einen sogenannten Werkstattmodus habt. Wenn ihr das Ganze hochpumpt, ja, dass es im Werkstattmodus ist, nicht, dass ihr damit das Luftfahrwerk kaputt macht. Auch gerne mal, ja, was zur Verzögerung des Radwechsels führt, dass man zum Beispiel ein Felgenschloss hat und ich weiß, wo dieses Felgenschloss ist, hatten wir auch schon alles, da mussten wir leider die Kunden wieder losschicken, dass sichergestellt ist, dass ihr euer Felgenschloss griffbereit habt. So, Steven hat jetzt das Rad abgenommen und legt es jetzt erstmal so weit zur Seite. Okay, wir wollten euch ja erklären, wozu wir gegebenenfalls die Drahtbürste brauchen. Und zwar ist natürlich wichtig, dass die Aufnahmeflächen am Fahrzeug und an der Felge sauber sind. Wenn da irgendwelche Fremdstoffe zwischen sind, zum Beispiel Flugrost oder Dreck oder ähnliches, ist das Ganze mit der Drahtbürste zu entfernen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass eine saubere Verbindung zwischen Felge und Radnabe stattfindet. Damit stellen wir einfach nur sicher, dass das Ganze ganz sauber aufliegt. So, wenn ihr darauf geachtet habt oder das Ganze sauber gemacht habt, dann könnt ihr das Rad auch schon anbauen. Steven nutzt hier wieder seine bequeme Fußtechnik, das heißt, es ist schön entspannt, das Rad liegt leicht drauf, zieht das ganz leicht an und hat im Vorfeld natürlich geschaut, dass die Bolzenlöcher sozusagen übereinstimmen von Felge und Radnabe. Steven dreht die jetzt ganz leicht an, schon hier über Kreuz, und bevor das Ganze jetzt wieder runterlässt, schaut er, dass er ja so einen gewissen Schleifpunkt hat, dass er das nicht voll anzieht. Dazu haben wir nachher nämlich den Drehmomentschlüssel, dass wir das Ganze auf jeden Fall sicher am Fahrzeug haben, das Rad. So, wenn ihr das soweit angesetzt habt, lasst ihr das Auto erstmal so weit runter, dass es leicht aufsteht. Noch nicht komplett runter, denn jetzt ziehen wir das Ganze mit dem Drehmomentenschlüssel fest. So, wir sind jetzt soweit, dass wir das Ganze mit dem Drehmomentenschlüssel festziehen können. Das Ganze bitte über Kreuz festziehen, damit das Ganze sich auch schön gleichmäßig zusammenfügt sozusagen. In dem Falle haben wir hier 130 Newtonmeter eingestellt. Wenn es knackt, dann reicht es auch. Also nicht einfach mit roher Gewalt weiterziehen, bloß weil ihr noch ein bisschen Kraft habt oder gut gefrühstückt habt oder was auch immer. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, mit wie vielen Newtonmeter ihr das festziehen sollt. Da gibt es verschiedene Quellen, zum einen euer Handbuch, euer Servicebuch, denn im Internet gibt es verschiedene Informationsplattformen, wo ihr das Ganze nachschlagen könnt, oder in dem Fall hier bei Mercedes, da kann man auch direkt auf die Originalgutachten der Originalfelgen zugreifen, da gibt es diese Informationen auch. Ganz wichtig auch, wenn ihr das Ganze selber wechselt, bitte nach 50 bis 100 Kilometern einfach nochmal nachprüfen mit dem Drehmomentschlüssel, ob alles soweit immer noch fest ist. So, wenn ihr soweit die Radbolzen mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen habt, könnt ihr das Fahrzeug komplett runterlassen. Steven? Vielen Dank. So, wenn ihr das Auto abgelassen habt, prüft bitte auch den Luftdruck. Im besten Falle macht ihr es vorher, denn nicht jeder hat einen Kompressor zu Hause. Ihr könnt natürlich auch, wenn genügend Luftdruck vorhanden ist, zur nächsten Tankstelle fahren und das Ganze soweit überprüfen, ob der Luftdruck noch stimmt. Das Ganze findet ihr hier in dem Falle zum Beispiel im Tankdeckel. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, dass bei eurem Fahrzeug am Seitenschweller bei der Fahrertür oder bei der Beifahrertür steht. Oder ihr guckt einfach im Handbuch. So, und der letzte Schritt ist, dass ihr in eurem Bordcomputer bitte auch sozusagen die Information gibt, dass ihr die Räder gewechselt habt und den Reifendruck neu initialisiert. Das geht meistens über das Fahrzeugmenü, und wenn ihr da irgendwelche Fragen offen habt, dann schaut einfach bitte in euer Handbuch. Dort ist es genau erklärt, wie ihr das Ganze neu initialisiert.
Wir hatten euch ja eingangs erklärt, dass ihr neben der Profiltiefe natürlich auch eine Sichtprüfung machen sollt, in was für einem Zustand eure Räder sind. Wir haben jetzt die Räder abgebaut und wir haben euch ja, einfach mal zu zeigen, wie die Räder nicht aussehen dürfen, haben wir euch mal diese Räder hier genommen, die Winterräder. Die Dot ist, ja, die ist 16/15, das heißt der Reifen ist ja, so knapp 4 Jahre alt, ist soweit okay. Die Profiltiefe liegt auch noch bei über 6 mm. Aber das ist wirklich nicht alles, ne? Dieser Reifen ist Schrott. Also zunächst ist das Ganze hier außen abgefahren und es ist eine extreme Porosität zu sehen. Das bedeutet, dieser Reifen, ja, der gehört entsorgt, ne? Also mit solchen Reifen dürft ihr nicht mehr fahren. Das ist einfach eure Sicherheit und die Sicherheit anderer und absolutes No-Go. Obwohl Profiltiefe und Reifenalter soweit noch in Ordnung wären. Und das wäre jetzt hier der Winterreifen. Wir haben euch auch gesagt, bei Sommerreifen, ihr müsst natürlich sowohl bei Sommer- als auch bei Winterreifen drauf achten. In dem Falle wäre hier, ist ein schönes Beispiel, ist hier die Verschleißgrenze erreicht. Ja, ihr habt hier in der Fahrrille so eine Art Knubbel, so eine Erhöhung und das sind die 1,6 mm. Verschleißgrenze, die sind hier vollends erreicht. Dieser Reifen hat außen noch auf jeden Fall deutlich mehr Millimeter Profiltiefe. Auch hier ist das Reifenalter nicht gerade fortgeschritten. Ist noch ein sehr junger Reifen. Allerdings ist es hier ein schönes Beispiel, dass wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach zu viel Luftdruck gefahren worden ist. Ne? Dass er innen mehr abgefahren ist und so eine Wölbung hier als außen. Das ist immer ein ganz schönes Beispiel, wenn man mit dem falschen Luftdruck fährt, in dem Falle halt zu viel. Nochmal generell zum Thema Radbolzen. Ne? Ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr natürlich die richtige Schlüsselweite nutzt, damit der ganze Aufsatz hier nicht irgendwie mal abknubbelt. Um es mal schön auf Deutsch zu sagen, damit das Ganze rund wird. Wenn ihr zum Beispiel, in dem Fall müssen wir jetzt nicht darauf achten, weil wir fahren sowohl im Winter als auch im Sommer natürlich Originalräder, so wie sich das gehört, dass ihr die Originalradbolzen habt. Das heißt, in dem Fall müsst ihr vor allem auch auf die Länge und auf den Aufsatz achten. Hier sind es jetzt Kugelbund-Radschrauben. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Radschrauben, zum Beispiel aus dem Zubehörsegment oder ähnliches. Darauf müsst ihr natürlich achten, dass das Ganze zum Beispiel nicht einen anderen Aufsatz hat, zum Beispiel Kegelbund oder ähnliches. Ne? Natürlich ist die Länge, wenn ihr andere Radbolzen nutzt, auch zu beachten. Ne? Immer schauen. Wenn ihr beim Ansetzen der Radbolzen irgendwelche Schwergängigkeiten oder irgendwas findet, bitte nicht einfach sinnlos versuchen, das mit Gewalt anzubringen. Lieber im Zweifel nochmal das Ganze abschrauben, das Rad nochmal runternehmen und zu gucken, ob da irgendwelche, ja, woran es liegt, ne? Ob da irgendwelche Verrostungen sind, ob da irgendwelche Fremdkörper drin sind im Gewinde, weil da macht ihr sonst viel mehr kaputt und das kann richtig teuer werden.